Ist das die Fragezeichen? Well, if it isn't my favorite little darlings. Working hard, I take. Hi, Chanti. Oh, and you too, Mr. Roscoff. Oh, this is your first time meeting, isn't it, Adol, my dear? Allow me to introduce you to Mr. Roscoff. He is the owner here at Le Bistro Blanc. Hello there. Pleasure to meet your acquaintance. Mr. Roscoff here is a business neighbor of Pendleton's. We often have him cater for us. Are you already familiar with him too, Chanti? Oh, I have known him for quite a while. He and I are fellow culinary artists after all. We get together for a little advice session every now and then, just like this. An advice session? Is something the matter, Mr. Roscoff? Well, yes. As it so happens, I was thinking of expanding our menu in the near future. Namely by bringing back a local specialty from the previous owner's management. Unfortunately, we are having a rather rough time figuring out where to start. A local specialty? Specialty? Now that you mention it, I think I remember eating the dish when I was little. I assumed ownership here upon introduction by a local eatery after the war 8 years ago. As such, I have never had the dish myself, but the townsfolk considered it quite a delicacy. Sadly, however, all but mere fragments of the recipe have been lost of the ravages of war. And the previous owner took any remaining clues with him when he passed a few years back. As much as I'd like to help, I'm afraid I'm at a loss with this. If only we knew what ingredients were used, then we might be able to recreate it. Perhaps it would be more constructive to think of a new menu item entirely. Mr. Roscoff could really use our help. What do you think, Adol? Wir werden ihm eine Hand leihen. So, wenn ich jetzt richtig verstanden habe, der Dude hier ist auch ein Koch, so wie unser Chanti, ne? Und der möchte wohl eine alte Zutat wiederfinden oder sowas, oder ein altes Rezept, was er damals mal gemacht hat, was den Leuten sehr gefallen hat. Und ja, das ist unsere Aufgabe, denke ich mal. Also wir geben ihm eine Hand. Yeah. Natürlich nicht im wahrsten Sinne des Wortes, ne? Well, aren't you a sweetheart? I couldn't ask for anything more. Are you sure it's not any trouble? Ich muss diese Mahlzeit selber probieren. Oh, now I see. Trying to get yourself a little local flavor, aren't you? Naturally, I'd be willing to compensate your efforts with a good meal. It's the least I can do in return for your assistance. It's a deal then. As for where we can start. There have to be people around who remember the dishes to some extent. If we find them and ask, we might be able to figure out what the ingredients are. Oh, now there's an idea. I can say with some certainty that the dish incorporates both seafood and vegetables. Perhaps you could ask someone with a great deal of knowledge about either. That would make our best bets the main square market and agricultural district. Right, and even though I can only vaguely recall that dish myself, it does mean there is a chance that Carla remembers it too. More than I do, at least. Let's start asking around, Adol. 1 in a billion. So. Also suchen wir nach diesem kulinarischen Rezept, was die Jungs da verloren haben. Oder worauf keiner mehr kommt. Dropkick in your face. So. Susuha-Amulett, oder was habe ich da gerade gelesen? Okay, ich wollte eigentlich diesen Gefängnisausbruch machen, aber jetzt bin ich doch irgendwie bei der anderen Mission gelandet. Naja, aber nicht schlimm, nicht schlimm. Machen wir dann erstmal das hier, ne? Ist nicht so, dass uns die Quests alle davonlaufen, ne? So, wir haben hier auf jeden Fall
3 Marker bezüglich dieser One in a Bouillon. Bouillon ist, glaube ich, so eine heiße Suppe oder so, ne? Bouillon. So, gehen wir mal dahin als erstes. Muss direkt hier irgendwo in der Nähe sein. Ist es das hier? Ja, das ist es auf jeden Fall. In der Pendleton-Firma, natürlich. Die können immer was wissen. Da, die Carla. Oh, it's you all. Is something the matter? Well, actually, there's something I wanted to ask you, Carla. Wir fragen sie, ob sie irgendwas darüber weiß. I see. So you are planning to recreate the dish then? We hope so anyway. We are thinking you might remember it better than I can. Well, I was pretty young at the time myself, so I only have the vaguest recollection. But I do remember one thing, the broth. It was warm, soothing, like an herbal soup. Also die Brühe, ne? Herbal soup? Oh. It was the most delicious part, rich with all sorts of simmered spices and fish. You were so small back then, but you'd always make room to ask for extra helpings of soup. Did I really? It sounds familiar. Calling it herbal does sound a little unappetizing. Unappetitlich auf Deutsch, so. But if even us kids liked it, one sip of that soup could draw in just about anyone, no matter what their taste. You know, I think I actually have the recipe written down in my room somewhere. Wait, you do? Well, you had this awful cold a long time ago, so I asked the owner how to make it. Ah, the memories. He was such a kind old man and wonderful with kids at that. Oh, yeah, I remember that too, definitely. It shouldn't take too long to dig it up. Do you mind waiting for a bit? Not at all, thanks, Carla. So, Specialty Broth Recipe Received. Ah, die hat's schon, alles klar. Wir haben's bekommen. Gut, also wir haben jetzt auf jeden Fall schon mal die Brühe, wie die Suppe gemacht wurde, ne? Mehr oder weniger. Jetzt kommen wir zu dem Rest. So, jetzt gehen wir als nächstes zu dem Bezirk da hinten. Oh. Hallo. Sowas sieht man auch nicht alle Tage, ne? Apropos, wo ich gerade bei bin. Ich sollte hin und wieder mal in den Shops nachsehen, weil wir eventuell ein paar Geschenkartikel oder so kaufen können. Ich weiß nicht, ob die verpassbar sind, die Geschenkssachen, aber ich will das nicht riskieren. Ich versuche alles Mögliche in meinem Let's Play mitzunehmen, alles was geht. Ist das der... für die Brühe-Quest? Nein. Irgendwas mit Bados machen wir später. Ich meine, okay, wir könnten schon mal die Infos holen, ne? Damit wir da nicht nochmal hinlaufen brauchen, aber... So. Ah, den kennen wir doch. Das ist der Paul. Nee, nicht der. Nee, das ist nicht Paul. Philipp. You have some business with me? Ah, fisherman would probably know, right? We were just wondering something. Ne, das ist er nicht. Das ist nicht der gleiche. Das ist einfach nur ein NPC, der genauso aussieht wie der aus der Blumenquest halt, ne? So, wir fragen den Philipp, ob er irgendwas über diese Spezialität weiß, ne? You mean Le Bistro Blanc, right? I know the dish you're asking for. Really? What was it called? Can't exactly recall, but I do remember having it back when I lived in the Noble District. I blew my low exceptions of commoner food straight out of the dam and water. The juiciest white fish, the firmest clams, the tenderest shrimp, that dish had it all. I always loved fish, now my days are spent reeking of it. Fate's cruel one, I tell you. I'm sorry to hear that, still, it's whetting my appetite just hearing about it.
A dish with that much seafood in it must have been worthy every last bite. It was, especially considering how easy fresh fish comes by thanks to this canal. And that's not even counting imports. There is a reason Balduq has so many seafood dishes. Our custom of eating fish on the hieroglyph faith's day of fasting doesn't hurt either. Ah, this really brings me back. What I wouldn't give to have another taste. It really was a Balduqian specialty, through and through. Could we maybe ask you to tell us more about the specific seafood used in that dish? Well, let me think. If memory serves, the particular white fish they used was... So, wir haben jetzt Info erhalten über Fisch. Über alles, was da drin war, halt so Meeresfrüchte technisch, ne? Haben wir von dem Dude erfahren. Oder ist das doch der Blumen-Heini, dem wir die Blume geschenkt haben? Ich weiß es nicht mehr. Wo war denn der Geschenkeladen, wenn ich mal fragen darf? Nee, das ist für Essen. Das Ringsymbol da oben, das ist wahrscheinlich Accessoire, ne? Ja gut, da komme ich sowieso nicht hoch, oder doch? Doch, na klar. Die ist irgendwo da. Hallo. Stroh, ja, hier haben wir das gekauft. Oh, sag mich, man kann hier überall sich Sachen kaufen. Oh, sind die nervig, diese Clownviecher, ey. Gut, oh, Truhe. So. Okay, mit dem Dude reden wir später. Jetzt haben wir nur noch einen Punkt und das ist hier hinten. One in a Bouillon. Das ist, glaube ich, das Hof gewesen, ne? Meine ich. Hof. Ich meine da, wo die Felder haben. Dann gehen wir da mal ganz schnell hin. Warte mal eben. Sorry. Ja. Wir haben aktuell, glaube ich, gar keine Geschenkartikel da, ne? Oder doch? Also sowas ist immer ärgerlich, wenn du das verpasst, finde ich. Was ist das? Sacramental Slot. Oh. Das ist gut. Warte mal, sind das Sakramentale? Sacramentals? Nein, ne? Wir haben jetzt einen weiteren Platz. Oder auch nicht. Ne, warte, wir müssen das Buch lesen, glaube ich, ne? So, jetzt aber. Ja. Und guck mal, wir haben hier sogar eine Sakramente. 20% mehr Golddrops. Das ist natürlich sehr, sehr geil. Oder die Rate. Ne? Golddrop-Rate 20% erhöht. Das ist sehr geil. Okay. Dann gehen wir mal zu den Feldern. Juhu! Oh shit, schaffen wir das? No! Haben wir leider nicht geschafft. Achso, wenn die Ausdauer lässt, können wir auch keine Crimson Line machen, ne? Oh, okay. Also alles, was wir hier Monstrum-technisch benutzen, fördert diese Ausdauer da, die ich da habe, ne? Oh, ich hätte da direkt hochfliegen können. Naja, egal. Das Ding läuft uns ja gar nicht weg. So, hier war das irgendwo, ne? Da. Hallo, nette Shopbesitzerin. Oh, welcome, welcome. Here to buy some fresh produce? We sell our crops wholesale to store all around. You won't find them juicier than this. Maybe she would know. Let's ask after her pitch dies down. So, erstmal schön Werbung für ihr Shop, ne? Jetzt fragen wir sie mal. Oh, you mean Le Bistro Blank? I was actually the old owner's routine supplier at the time. Really? Then in that case... Yes, I do have an idea what sort of vegetables went into that dish. I can distinctly remember artichokes. Artichoke oder was?
Artichokes sticking out among the bunch though. Artichokes? You mean those edible thistle buds, right? They are pretty commonly distributed throughout Glia, last I remember. Well, I can't speak for anywhere else, but we do eat them quite a lot here. They've got just the faintest tinge of sweetness, perfect for steaming. And they are plenty nutritious to boot. The previous owner practically sang their praises. Wow, I can see why. If you don't mind though, would you tell us about the other vegetables used in that dish? Oh, of course. Now let me see. So, also auf jeden Fall, Artichock war in der Suppe drin gewesen, ne? In dem Bouillon oder was das für ein Gericht ist. Von Artichock kann ich auch ein Lied schreiben. Nach meiner Gallenblaseoperation muss ich da ziemlich viel von fressen, von dem Zeug. Weil ich habe zu dem Zeitpunkt echt eine schlechte Verdauung gehabt. Wirklich eine sauschlechte Verdauung. Es war so, als ob alles, was ich gegessen habe, direkt aus dem Kanal wieder rauskam. Wenn ihr versteht, was ich meine. Es war furchtbar. Aber jetzt geht's wieder. So. Gut. Wir haben alles, was wir bräuchten. Jetzt gehen wir mal zu dem Bistro LeBlanc, oder wie das heißt. LeBlanc. War das nicht bei Persona auch? LeBlanc? Persona 5? Also bei denen mit den roten Punkten gibt es, glaube ich, gefühlt immer eine Truhe, ne? Wo war denn der Dude? Ich glaube, da über die Brücke, ne? Irgendwo hier musste das gewesen sein, glaube ich. Haben wir einen Waffenshop. Hast du was Neues? Man-Eater. So, den haben wir ja schon, ne? Okay, ne, ansonsten nichts Neues. Enhance. Ich bin so ein bisschen enhancen, ne? Oh, da braucht man viel, Alter. Ne, das lasse ich erstmal. Das können wir später alles machen. 100 Pro wird das auch für eine Trophäe gebraucht, garantiert. Bin ich mir sehr sicher. So, hallo ihr zwei. Oh, you're back. Do those beaming little faces of yours mean what I think they mean? Yes, oh well, I hope so anyway. So, wir reporten erstmal, was wir herausgefunden haben. White fish, clams, shrimp, artichokes and other vegetables, all in a hearty broth. Now that sounds like a local specialty if I ever heard of one. All that's left is to recreate it, Chanty. I don't suppose you'd like to help me? Oh, you know it, honey. So, die machen das jetzt. Also irgendwie sieht das voll ekelhaft aus. Und da sind Muscheln drin, ne? Da sind Muscheln drin. Boah, Alter. Ich habe einmal in meinem Leben wirklich so Austern gegessen. Wirklich einmal. Oder Muscheln oder was auch immer, ne? Das war so ekelhaft gewesen. Da war es... Boah. Das ist einfach nur wie so ein Stück Rotze, Alter. Mit Sand drinne. Bäh. Wow, it looks delicious. Ja, dann hau mal rein. Ich nehme dir das Essen definitiv nicht weg. Bulapesi, was? Keine Ahnung, was das heißt, aber ich nehme das einfach mal. That's right, just one look at those ingredients and it came right to me. A pescatarian paradise like this is a balanced diet all on its own. It's got such a beautiful color too. Bulapesi itself is a fairly common dish here in Glia. The recipe varies quite a bit between different households and establishments. But this particular one satisfies both body and soul, a perfect melt of comfort and nourishment. It is without a doubt a dish conceived from the previous owner's utmost compassion and care.
It'll be a hit with the customers, you can be sure of that. Indeed, I can't... Oh, ich hätte vorne eine andere Stimme machen müssen. Indeed, I can't express enough how happy I am to have revived that dish. Now all will have the chance to enjoy it, whether for the first time ever or in forever. You have my sincerest thanks. We couldn't have done this without you. Oh, not at all. I'm just glad our info ended up helping in the end. Well, that makes two of us, darling. Now then, what say we get that reward of yours in you before it gets cold? So, jetzt haut erstmal jeder richtig rein. I'm just happy we could help. Wir haben das Rezept bekommen. So. Maybe we should go soon. Das ist das Restaurant, ne? Over here, sir. Ja. Everything's a good choice. Frage, angenommen ich kaufe das, kann ich das auch dann zu der Nonne bringen? Also Gerichte, die ich nicht selber gekocht habe? Mal so aus Interesseshalber. Ich probiere das mal aus. Ich kaufe mal dieses Bulli-Pass und gehe mal kurz in die Kirche rein. Theoretisch müsste ich dir das eigentlich geben können. Sie hatte nie gesagt, dass wir das selbst kochen müssen. Ja, wir haben gleich sogar zwei, ne? Baked Potato. Und Bouillabaisse. Bouillabaisse oder keine Ahnung wie das. Ah, und wir haben was bekommen. Sehr schön. Jetzt habe ich gerade irgendwas gedrückt, ich weiß nicht was. So, okay. So, das war die zweite Mission. Jetzt machen wir die dritte mit dem Gefängnis jetzt aber. Was wir eigentlich vorhin machen wollten. Das ist auch hier irgendwo. Ah, genau, wir müssen zu dem Schwarzmarkthändler. Hallo. What? You need something from me? Wir haben eine Bitte. Yeah. Do you know? So, wir fragen den Maxim, ob er etwas über die Infrastruktur des Gefängnisses weiß. Infrastructure? And for Balduq prison, no less. I guess that's asking for too much after all, isn't it? Actually, it's not. Caught up 500 gold and I'll get you what you need. Really? That's surprisingly cheap, actually. Sei ruhig, sag ihm das doch nicht, sonst erhöht er das noch. I've had my eye on that prison for a while now. But there is one more condition before we close this deal. There is these flyers someone been posting all over town lately. I want you to get me the newest one. Hasn't even made its way around yet. What kind of flyers are they? One's full of gossip and hearsay. Truths mixed with falsehoods. There is a tabloid, simple put. They are tabloids, sorry. Either way, they are still in demand. Think of it as a necessary expense for gathering intel. The bulletin boards around town are probably your best bet for getting your hands on one. Dann ist es entschieden. Ein Deal ist ein Deal. Second I have them in is the second I get to work. I'll be waiting. Okay. Also der Typ ist interessiert an irgendwelchen Flyern. Die sollen wir ihn bekommen. Und dann, mit 500 Gold obendrauf, kriegen wir die Infrastruktur des Gefängnisses, mehr oder weniger. Der Dude weiß, wie man handelt, muss ich so sagen. Adol? Och nein. Haben wir das jetzt geschafft oder nicht? Ja, haben wir, ne? Okay, gut.
So, Bulletinboard. Wir haben hier einen. Da ist eine Frau, die gerade Flyer aufhängt, okay. Huh? You guys need something? Oh, I get it. Looking to get that first look at my new scoop, aren't you? Here you are, loyal readers. Wir haben was von der bekommen. Sie gibt uns einen Flyer. Marie's Tabloid Resaved, okay. Special issue. Monstrums to blame for serial thefts. When will they strike the prison next? Hey, those monstrums really are a goldmine of intrigue, aren't they? See, I've made it my mission in life to bring truths like these to the eyes of the people. Keen-eyed individuals like myself are a rare breed. It's up to us to enlighten the masses. But despite all my hard work, the soldiers and citizens keep brushing it off as gossip. Unbelievable, right? I mean, huh? Speak of the devils, always arm me with a world stops posting on private property bit. I'd better duck out while I can. See you next time, loyal readers. Okay, die ist wohl eine... Wie soll ich sagen? The flyer. We'll need to remember to have the gold ready too. Eine Reporterin, die etwas über die Stränge geht. Mal so gesagt, ne? Hello. Yes. Mal gucken, ob die uns eher im Guten Come again, okay? handelt oder eher im Schlechten. Ich denke mal, dass wir das noch rausfinden. Haben wir den Auftrag jetzt geschafft oder nicht? Ich habe bis vorhin nicht aufgepasst, was die Krisha gesagt hat gerade eben. Sehen wir ja gleich rein theoretisch, wenn wir hier gleich irgendwo... Wo ist denn der Dude? Oh, bin an dem vorbeigelaufen. Ups. Ah, Dude, bist du... Ah, da ist er. So, wir haben, was du wolltest. Strike Deal, das hört sich so böse an irgendwie, ne? Als ob wir dem irgendwas anderes. Oder dass wir den Deal abbrechen wollen oder platzen lassen wollen, keine Ahnung. So, deswegen speichere ich einmal ab. So. Payment received. I accept your request. So, how exactly are you going to get the info? Ach was. Wow. An owl? Got a job for you, Arthur. Eine Eule, die Arthur heißt. Arthur. Arthur, was geht ab? Was für ein schlaues Vögelchen. Much smarter than foolish humans, to be sure. You wanted info on the prison's infrastructure. In other words, its layout and security. Whether I can pursue that intel is up to our men on the inside. Only time will tell. So, jetzt vergeht ein bisschen Zeit. Oh, wir sind wieder bei Adol, bei dem anderen Adol. Here it is, the chance you have been waiting for, a deal too sweet to resist. All you gotta do is take on this job. The client's looking for intel on the prison's layout and patrol routes. Das ist nicht sehr wächtermäßig von dir. Heh, don't you act all white-eyed and innocent with me, redhead. I wouldn't even be up here if I believed in any of those bullshit rules of theirs. I don't know much about any sectors I don't oversee, but I wager a master escape artist like you might be able to fill in the blanks. You've got nothing but time, huh, redhead? Go for it. We'll make a mint, you and me. Hä? Also dieser Informant hat wohl einen Informanten im Gefängnis. Und das ist jetzt der
der Wachmann gerade eben gewesen, ne? Was ich jetzt überhaupt gar nicht checke ist, warum ist er so lässig uns gegen, also diesem Adol gegenüber jetzt hier? Wir haben das Gefühl, dass wir in irgendetwas mit hineingezogen werden. Still, this may be a prime opportunity to gather intel on the prison. Aber trotzdem ist es eine gute Gelegenheit, um etwas über den Gefängnis rauszufinden. Jetzt machen wir einfach die Tür mal auf, ne? So, und wir dürfen hier weiter rumlaufen. So, Study Lock, ein sicherer Sicherheitsschloss, so ist Study Lock. Keine Ahnung, wie ich das sonst erklären soll. Oh, wir haben noch unser rostiges Schwert, haben wir uns nicht abgenommen. Wir schlagen hier alles zu breit.